Das Leben im VW-Bus ist ein Abenteuer. Wir lieben es, aber manchmal braucht man eine Pause. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind in den letzten 7 Monaten mit unserem VW-Bus D3 durch ganz Patagonien, die Anden und die Atacama-Wüste gereist. Nach so langer Zeit auf 4 Quadratmetern brauchen wir eine Pause. Wir brauchen einen Ort, um Kraft zu tanken, zum Arbeiten und Geld verdienen. Auch wollen wir hier die nächsten Schritte unserer Reise planen. Außerdem wollen wir alte Bekannte treffen, da freuen wir uns sehr drauf. Fast jeder, der uns auf unserer Reise begegnet ist, hat uns gesagt, fahrt nach Salta. Dort ist es immer warm. Als wir angekommen sind, waren -2 Grad, also weiterhin Winterjacke. Zum Glück haben wir eine ganze Ferienanlage für uns alleine. Und es kostet weniger als ein Campingplatz in Chile. Es gibt eine Sauna und die Hunde können freilaufen. Nach 2 Tagen wird es endlich warm. Wir genießen den Pool und machen uns auf, die Stadt Salta zu erkunden. Ja, wir sind in Salta und es ist ja wieder wie immer, wir haben ja so, also ich habe ja so eine Angewohnheit, wir fahren auf Berge rauf und laufen sie runter. Und hier ist auch wieder so wie in Santiago de Chile so ein Hügel mitten in der Stadt und da kann man halt natürlich von oben ganz toll gucken. Und da rauflaufen so anstrengend ist, fahren wir halt lieber rauf und laufen dann runter. So, dann kann man sich sozusagen den anstrengenden Weg sparen. Hier in Salta bekommen die Straßenhunde Jacken von ehrenamtlichen Arbeitern geschenkt. Überall gibt es Kokablätter zu kaufen. Salta hat eine wunderbare regionale Küche. Am besten lernt man sie in einer Peña kennen. Eine Peña ist aber nicht nur ein Restaurant. Hier wird traditionelle argentinische Musik gespielt und gesungen. Wir verbringen einen familiären Abend mit sehr lieben Menschen, die wir dort kennengelernt haben. Ein einzigartiges Erlebnis. Y ponele solamente sal gruesa, si tenés. Si no viene una sal parrillera, que también esa la puedes usar, que es una sal un poco más chiquita. Sal gruesa le puedes poner un poquitito más, no pasa nada. Lo pones con la mano y le haces un poco de presión, cosa de que quede un poco pegadita ahí la sal. Y nada más. Tiralo a la parrilla.
olla directamente. Primero calentá bien la parrilla, ¿sí? Como si fuese una churrasquera o una sartén o algo de eso, para que después cuando uno pone el asado ahí empieza a hacer ruido. Das war das letzte Mal, dass wir Diana und Dieter treffen konnten. Ihre Zeit in Südamerika endet und wir setzen unsere Reise fort. Heute ist Vatertag in Argentinien. Das bedeutet lange Schlangen vor den Metzgereien. Danach braucht man aber noch viel Geduld. Der Argentinier grillt langsam. Wir sind wieder unterwegs und das allererste, was wir natürlich machen bei Rothausbus, ist fressen. Und am Straßenrand gab es Hühnchen und das wird ja hier nicht so über dem Grill sozusagen so gezogen. Nein, die hauen das einfach auf das Rost drauf und grillen das über dem Feuer. Das schmeckt so lecker. Oh, so geile Stärkung und dann geht's ab in die Berge, ab nach Cafayate.
sind ja hier auf der Route 68 und die führt von Salta nach Cafayate. Und das hat sich komplett verändert. Wir sind jetzt in einem komplett rot gefärbten Land. Sieht aus wie eine Marslandschaft, nur halt eben mit Pflanzen. Und vorher war das halt eine komplett andere Landschaft. Ja, also echt total krass. Und hier fließen jetzt auch Flüsse und hier ist es total feucht. Also echt richtig, richtig cool. Also. Die rote Farbe hier, die kommt übrigens aus Metallablagerung. Das ist alles Eisenoxid. Und die ganze Gegend ist ja, die gesamte Atacama ist ja, also die gesamte Berggegend hier im Umkreis von 1000 Kilometern ist ja total mineralienreich. Also Kupfer, Gold, Silber in Chile, in Argentinien viel Lithium, Eisen. Also das ist, ja, es ist richtig sichtbar. Und deswegen haben die Berge hier auch so verschiedene Farben. Und da, wo wir jetzt durchfahren, hat es halt alles an Farben. Also das sieht richtig aus wie Regenbogen. Das ist total schön, ja. Na, sucht ihr Schatten? Macht ihr ganz fein. Super cool. Alles zu probieren. Guten Morgen. So, jetzt auf nach Cafayate. Cafayate ist hier so ein Weinort und wir hatten eine total coole Nacht in der Wüste und haben uns überlegt, wir wollen ja eigentlich eine Weinprobe machen, aber es ist jetzt 11 Uhr morgens. Das ist einfach zu früh. Also ich glaube, wir müssen uns erstmal Cafayate angucken und danach Wein trinken. Ja, um 11 Uhr. Wir können doch nicht um 11 Uhr anfangen, Wein zu saufen. Ach Mensch, diese Italiener. Heute ist ein sehr wichtiger Tag für die Argentinier. Es ist der Tag der Freiheit von Lateinamerika, den sie am Todestag des Revolutionsführers General Güemes feiern. Der General hat mit seiner Gaucho-Armee in den Unabhängigkeitskriegen gekämpft und ist dabei gestorben. Bandera salteña, Sergio Díaz, bandera argentina,
su pichón. Por supuesto, lanzas y todo ello no me hicieron llegar a la glosa. Pero bueno, ahí estamos nombrándolos, los conozco de lejos. Así que bueno, ahí está la muchachada, la gente. Qué lindo, che. ¿Cómo se verá en la provincia de Salta? ¿Cuántos desfiles? Tenemos nosotros la prueba, de la tradición la tenemos a Lucía. Vamos a pedir aquí está lo que es ya digamos el uso. Hemos perdido. Naja, Alessandra hat mich überredet. Es ist zwar erst 1 Uhr, aber Weintime, also 5 vor Wein. Und wir werden jetzt hier in die Bodega reinstiefeln. Normalerweise ist um 1 Uhr alles zu, aber wir haben natürlich eine gefunden, die offen hat. Und Domingos Hermanos heißen die. Und da werden wir jetzt mal schnell eine Weinprobe machen und uns dann wieder in die Berge machen. Aber vorher muss man natürlich den Wein hier probieren. So, da bin ich echt mal gespannt, was es hier gibt. Das ist ja lecker. Und wisst ihr, wie lange ich das nicht getrunken habe? Typisch deutscher Wein. Riesling. Es gibt Riesling in Cafayate. Und der schmeckt auch noch richtig geil. Der hat richtigen Apfelgeschmack, ist richtig frisch. Ja, was ein geiler Wein. Also das war eine geile Entscheidung. Gut, Baby, gut, dass du mich überredet hast. Bueno, okay. Riesling mit Muscatel. Ja genau, da ist noch ein bisschen Muscatella drin, aber nicht süß. Und echt cool. Also ich bin echt dankbar, dass Alessandra mich überredet hat. Hast du gut gemacht. Prost. Jetzt noch zu dem Rotwein. Wir hatten erst einen, der war nicht so dolle. Der hat so ein bisschen so einen Weinfehler gehabt. Aber das Ding hier ist geil. Petit Verdot, 12 Monate im Eichenfass. Richtig fett, richtig dick. Alessandra meint, so mit so einem Osso di Bucco heißt das, mit so einer Scheibe Fleisch aus dem Bein vom Rind, schön lange gekocht. Oder Gulasch. Mit Polenta. Oh, genau, oder Gulasch mit Polenta. Das ist richtig, das ist erste Sahne. Also der Wein ist richtig gut, richtig fruchtig, trotzdem stark, Tannine. Echt geiles Ding. Prost. Also falls ihr irgendwann mal in Salta seid, Domingos Hermanos, lecker. Wir sind jetzt aus Cafayate rausgefahren und es hat sofort angefangen mit Rippelpiste. Und wir fahren nach Cachi und wir wissen auch nicht, wie weit wir kommen. Wir sind auf der Ruta 40, also das hier, jetzt gerade, was ihr jetzt hört, ist eine der Hauptstraßen Argentiniens. Die ist aber hier im Norden in einem echt schlechten Zustand. Wir sind gerade eben durch einen Fluss durchgefahren. Trockenes Flussbett, aber im Sommer ist es nicht befahrbar. Man muss sich mal vorstellen, das ist eine der Hauptverkehrsadern hier. Und also das ist schon echt heftig. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Weil uns haben viele Leute gesagt, dass man hier überhaupt nicht fahren kann, weil die Route 40 hier unterbrochen ist. Ich weiß nicht, vom Regen oder wie auch immer. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, müssen wir halt umdrehen. Aber echt super schön hier. Ja, das doch mal echt ein geiler Platz.
Also wir wollten ja eigentlich noch weiterfahren, aber nachdem, ich habe es jetzt nicht gezeigt, wir hatten auch keinen Bock zu filmen. Also nachdem wir wieder mal unterm Auto geschraubt haben und wieder mal keine Leistung haben und wieder der Luftfilter voll ist, gut, wir sind auch echt staubige Straße gefahren, haben wir jetzt keinen Bock mehr zu fahren und sind jetzt einfach noch mal 20 Minuten weitergefahren. Und was für ein geiler Ort, guckt euch das mal an. Das ist ja wohl der Megaknaller. Achtung, wir gehen mal nach vorne hier. Wir sind zwar in der Wüste, aber direkt am Wasser. Also Wüste, was heißt Wüste? Also die wollen hier nicht hören, dass es Wüste ist, aber für uns wäre das schon Wüste. Das ist doch schön, oder? Traumhaft. So, und da werden wir jetzt bleiben die Nacht über. Jetzt gibt es noch was Leckeres zu essen. Und dann war's das. Ich bin ganz schön müde nach der Weinprobe. Guten Morgen, auf geht's. Neuer Tag, neues Glück, die Maschine läuft und es geht auf nach Cachi. Die Hälfte der Strecke haben wir nur gestern geschafft, aber das war ja nur echt fetter Ripio und ach Mann, ey. Ja, wie gesagt, Luftfilter voll und mitten auf der Dirt Road den Luftfilter gewechselt, voll im Staub, na egal. Und jetzt sind wir hier reingefahren und hatten hier echt eine coole Nacht. Aber ich habe es heute Morgen gesehen, der Boden, der ist so ein bisschen... das ist so ein bisschen weich. Na egal. Wir werden jetzt versuchen, da rauszukommen. Und wenn nicht, gibt es halt gleich wieder Content. Dann können wir nämlich gleich wieder hier mit Sandblechen uns raus befreien. Aber ich denke mal, wir werden es so schaffen. Unser Differential wird uns hier schon raustreiben. So, auf geht's. Der größte Teil der Route 40 ist heutzutage asphaltiert. Aber es gibt immer noch Abschnitte, die bis heute Dirt Road sind. Die letzten 400 Kilometer verbinden Cafayate mit Bolivien und sind auch die schwierigsten der gesamten Route 40. ...4.476 Kilometer ist so dermaßen krass, weil das ist die Distanz der Ruta 40, also einer Straße. Die Ruta 40 ist von hier bis Rio Gallegos heißt es, ne? Ja, cerca de Rio Gallego, Cabo Virgen. Oh, Capo Virgen, also bis dorthin, bis kurz vor Feuerland sind es 4.476 Kilometer. Und um mal die Distanzen in Argentinien auch irgendwie auf den Schirm zu kriegen, 4.400 Kilometer, das ist von Sizilien bis Helsinki oder sonst wo. Ja? Also das ist wie fast ganz Europa. Und so ist natürlich Argentinien in seiner Längenausdehnung. Oder ist genauso lang wie gesamt Chile. Eine Straße. Vamos!
echt so krass hier in den Anden. Also wir sind ja jetzt echt nur so eine kleine Runde gefahren und sind jetzt einfach mal wieder auf 3200 Meter. Also das ist noch höher wahrscheinlich, 3250. Und das ist einfach platte Hochebene und dann ist man einfach mal schnell über 3000 Meter. Ich weiß gar nicht, ob es einen Pass über die Alpen gibt, der 3000 Meter hoch ist. Oder zumindest kein bekannter Pass. Auf jeden Fall ist das hier eine Hauptverbindungsstraße und die müssen wir jetzt zurückfahren nach Salta. Also die besten Orte findet man ja grundsätzlich ja nicht, wenn man sie sucht. Wir wollten jetzt unbedingt noch, bevor wir in die Stadt fahren, irgendeinen Ort haben, wo wir uns vernünftig absetzen können und nochmal eine Nacht pennen, bevor es in die Stadt geht. Und jetzt sind wir direkt an einem Flussbett mit Pferden da hinten, auf ein bisschen Wiese. Der Fluss ist da hinten, wo ein bisschen trocken ist. Die Sonne geht unter und ich fühle mich irgendwie fast wie in Süddeutschland. Echt geil. Ja, und andere Sache ist ja nicht zu glauben, wir haben das Auto ja wirklich nach Monaten das erste Mal geputzt, auch drin. Aber ja, Südamerika und Staub geht gar nicht. Also, wir haben gerade geputzt, wir sind jetzt 2 Tage unterwegs. Und das Ding ist komplett durchgestaubt. Na? Macht er dich verrückt, der Staub, die Volvo Loco? Mucho. Y entra en varias partes. De aquí atrás entra y hace polvo todo aquí. Ach, es ist wirklich alles voll. De atrás también. Ahora de ahí enfrente, donde no está más, es de plástico. Naja, tenemos varios agujeros. Was soll's? Es como es. So, und da sind wir auch schon wieder raus aus Salta. Wir wollten auch eigentlich gar nicht wieder zurück. Wir waren ja nur 2 Wochen in Salta. Wir haben gearbeitet, wir haben ein bisschen Pause gemacht. Wir haben einfach mal alle Wäsche durchgewaschen. All diesen Kram, den man einfach machen muss, wenn man halt durchgehend im Auto unterwegs ist. Und jetzt mussten wir nochmal zurück nach Salta, weil wir in Salta Papiere abholen wollten. Und jetzt sind wir auch beim Punkt. Alessandra hat ja beim letzten Mal schon gespoilert. Wir werden wieder die Landesgrenze, also wir werden wieder ein anderes Land fahren. Aber wo es hingeht, haben wir euch noch nicht gesagt. Und da sind wir jetzt schon auf dem Weg. Hälfte der Strecke haben wir schon hinter uns. Und wir fahren nach Paraguay. Und da freuen wir uns total drauf, weil Paraguay ist der Anfang, kann man sagen, vom Regenwald sozusagen. Da gibt es das Pantanal. Und im Pantanal gibt es Krokodile, Affen, es gibt alles. Und endlich mal, also eine komplett andere Geschichte als die Wüste. Und wir wollen auch weiter in den Norden, weil es wird einfach kalt langsam. Also es sind jetzt die kältesten 3 Monate, die jetzt kommen auf der Südhalbkugel. Und in der Nacht geht es ja auch in Salta schon zeitweilig auf 2 Grad oder wir hatten sogar minus 2 Grad ein paar Nächte runter. Und es ist uns einfach zu kalt, im Auto zu schlafen. Also beginnt jetzt unsere
Urwald-Episode oder unsere Urwald, wie soll ich sagen, unser Urwald-Adventure. Da freuen wir uns total drauf. Aber all das gibt es in der nächsten Woche. Nämlich heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart und ja, schön, dass ihr uns begleitet. Bis dann. Ciao.